Wie funktioniert das eigentlich mit Elektroautos auf der Langstrecke? Diese Frage stellen sich viele, auch wir, denn die erste echte Langstreckenfahrt mit unserem Kia e-Niro, die steht unmittelbar bevor. Wir sind zwar schon einmal mit unserem Elektroauto in den Urlaub gefahren, und das waren aber nur so gut 500 Kilometer bis an die Nordsee und zurück, und wir waren da in einem IKEA-Einrichtungshaus einkaufen und haben währenddessen geladen. Nun geht es von Münster nach Freiburg und zurück. Das werden mehr als 1100 Kilometer sein, die wir insgesamt zurücklegen. Dieses Mal gehen wir nicht zwischendurch bei IKEA einkaufen und sind also dementsprechend auf öffentliche Ladesäulen an der Autobahn angewiesen. Wie das so klappt, davon werde ich in den nächsten Minuten berichten. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei den Elektroauto-Umsteigern. Und jetzt geht's los auf die Autobahn. Ich melde mich dann wieder von unterwegs. Hallo vom Autobahnkreuz Walldorf in der Nähe von Heidelberg. Aus dem Stau, aus der Baustelle. Jetzt gerade läuft es hier nicht so flüssig. Ansonsten sind wir ganz gut vorangekommen, auch wenn viel Verkehr war und wir viele Baustellen hatten unterwegs. Wir fahren jetzt seit knapp 5 Stunden, also reiner Fahrzeit, und haben in der Zeit 410 Kilometer zurückgelegt. Daran sieht man schon, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit nicht so hoch war. Allerdings führt das auch zu einem sehr niedrigen Verbrauch von gerade mal 17,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometern bisher. Was dazu auch beiträgt, ist das Wetter. Wir haben aktuell 28 Grad. Heute Morgen, als wir losfuhren, hatten wir 15 Grad. Das sind sehr gute Temperaturen, wenn man mit dem Elektroauto unterwegs ist. Die Klimaanlage war an, nicht um das Auto zu heizen, sondern um es zu kühlen. Damit hatte ich nicht unbedingt gerechnet heute am 31. März. Wir fahren allerdings noch mit Winterreifen. Das wirkt sich natürlich etwas negativ aus auf den Verbrauch. Aber dennoch ist der Verbrauch eben mit den 17,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometern viel geringer, als ich erwartet hatte. Und damit ist auch unsere Ladestoppplanung etwas durcheinander geraten. Wir kommen halt jetzt viel weiter mit einem vollen Akku, als ich gedacht hätte. Der erste Ladestopp war fix, den hatten wir von vornherein eingeplant, in der Nähe von Bad Honnef, im Gewerbegebiet Dachsberg, denn dort gibt es in der Nähe einen schönen Wald und da wollten wir einen Spaziergang machen, was wir auch gemacht haben. Und an der Ionity-Säule dort haben wir mit der EWE-Ladekarte dann unser Auto tatsächlich komplett auf 100% wieder aufgeladen. Das ist natürlich untypisch für einen Ladevorgang an einer Schnellladesäule unterwegs auf der Autobahn. Wir haben es eben gemacht, weil wir ohnehin vorhatten, dort diesen Spaziergang zu machen und den nicht abbrechen wollten, nur weil das Auto voll war. Wir sind dort angekommen mit halb vollem Akku, also ungefähr 50% haben wir nachgeladen. Und auch jetzt ist der Akku ungefähr halb voll. Nach weiteren 216 Kilometern, die wir zurückgelegt haben, seit diesem Ladestopp in der Nähe von Bad Honnef. Ja, wir sind jetzt also kurz hinter Heidelberg und haben noch, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer vor uns bis Freiburg und müssen mal schauen, wo wir dann den nächsten Ladestopp einlegen. Wir hatten den ursprünglich am Hockenheimring geplant, aber das wäre viel zu früh gewesen. Dort wären wir tatsächlich eben mit 50% Akku wieder angekommen. Das machte keinen Sinn und jetzt fahren wir einfach ein Stück weiter und schauen mal, wo wir noch laden. Weitere Infos folgen. Herzlich willkommen in Freiburg bzw. an der Raststätte Schau ins Land, denn hier stehe ich gerade mit dem e-Niro und lade ihn auf. Dazu gleich ein bisschen mehr. Zunächst fasse ich nochmal die Hinreise nach Freiburg kurz zusammen. Ich hatte mich ja von unterwegs gemeldet und hatte gesagt, dass ich noch nicht genau wüsste, wo wir nochmal laden. Tatsächlich haben wir dann kurz vor Freiburg nochmal geladen. Mahlberg hieß die Raststätte. Dort gab es einige Ionity-Ladesäulen. Aber an Ionity-Säulen hatten wir ja schon am Dachsberg in der Nähe von Bad Honnef geladen. Deswegen habe ich dieses Mal die EnBW
Ladesäule ausprobiert, die es auch dort gab. Und hatte etwas Schwierigkeiten beim Freischalten zunächst. Meine Maingau-Karte wurde nicht akzeptiert. Dann habe ich es mit der ADAC eCharge-Karte versucht. Das hat geklappt. Den Laderüssel habe ich dann eingesteckt. Er hat auch das Auto erkannt und den aktuellen Ladestand. Dann jedoch konnte der Stecker nicht verriegelt werden im Auto. Zumindest war so die Meldung im Display der Ladesäule. Ich habe es 2-3 Mal probiert, hat nicht geklappt. Dann habe ich den anderen Stecker probiert und das klappte wunderbar. Dann haben wir innerhalb von knapp 45 Minuten unser Auto von 9%, mit denen wir angekommen waren, dort in Malberg, bis auf 75% hochgeladen. Das waren also ganz gute Ladegeschwindigkeiten, bis zu 70 kW in der Spitze, die auch relativ lange tatsächlich gehalten wurden. Ja, somit sind wir dann noch die paar Kilometer weitergefahren bis Freiburg und dort dann mit 65% angekommen letztendlich. In Freiburg selbst haben wir dann in den vergangenen Tagen das Auto auch nochmal hier und da benutzt für kleinere Ausflüge. Und nun wollte ich heute, weil wir morgen zurückfahren nach Münster, den Wagen nochmal schön aufladen. Bei unseren Verwandten, die wir besuchen hier in Freiburg, haben wir nicht die Möglichkeit aufzuladen, denn die wohnen in einem Mietshaus und wir parken dort auf der Straße. Gibt es also direkt keine Möglichkeit und wir sind deswegen auch in Freiburg auf öffentliche Ladesäulen angewiesen. Ich hatte mir eine rausgeschaut in der Nähe unserer Verwandten. Dort wollte ich das Auto für 3-4 Stunden abstellen. Es wäre eine Wechselstromladesäule gewesen und dann eben bis auf 100% vollladen für die Rückfahrt. Das hat leider nicht geklappt, weil die Säule war besetzt. Sie hat 2 Lademöglichkeiten, beide waren belegt, als ich dort ankam. Und deswegen bin ich dann übergegangen zu Plan B und bin hier etwas weiter gefahren zu einer Autobahnraststätte. Und hier gibt es eine Eon Drive Säule mit 50 kW Ladeleistung. Ja, die habe ich erst überhaupt nicht freigeschaltet bekommen. Keine meiner 5 Ladekarten wurde akzeptiert. Alle wurden als ungültig gewertet. Dann habe ich mir eine App hier runtergeladen, Eon Drive App, die hatte ich bisher noch nicht auf dem Telefon. Und mit der habe ich es dann geschafft, nach etwas Rumfrickeln, bis meine Kreditkarte dort hinterlegt wurde und akzeptiert wurde, habe ich jetzt endlich diese Säule freigeschaltet bekommen. Leider lädt sie mit faktisch maximal 40 kW. Tja, von daher werde ich hier jetzt noch ein klein bisschen stehen und das Auto weitgehend vollladen. Und dann haben wir eine gute Basis für unsere Rückfahrt nach Münster morgen, von der ich dann wiederum berichten werde. So, nun sind wir auf dem Rückweg von Freiburg nach Münster und machen hier den ersten Ladestopp in Bensheim an der A5. Wir sind so gut 200 Kilometer gefahren und die Bedingungen heute sind recht unterschiedlich von den Bedingungen, die wir auf dem Hinweg hatten. Wir haben nämlich jetzt heute nur 14 Grad Außentemperatur, ist also deutlich kälter und es ist auch viel weniger Verkehr, weil heute Sonntag ist und die LKW nicht fahren. Dadurch konnten wir recht zügig auf den meisten Streckenabschnitten fahren, so mit 120, 130 km/h sind wir gefahren und dadurch ist natürlich auch der Durchschnittsverbrauch viel, viel höher. Der lag jetzt bei ungefähr 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, also deutlich höher als auf dem Hinweg. Und dadurch war jetzt auch unser Akku schon recht weit runtergefahren, nach 210 Kilometern, die wir von Freiburg aus zurückgelegt hatten. Wir waren dort mit 83% Akkuladung gestartet und sind jetzt hier mit 13% angekommen. Ich hatte versucht, hier an dieser Aral-Säule mit meiner Maingau-Karte erstmal zu laden. Das hat wieder nicht geklappt. Sie konnte nicht authentifiziert werden. Ich vermute, dass mit meiner Maingau-Karte irgendwas grundsätzlich nicht stimmt. Mit der ADAC eCharge-Karte konnte ich sie freischalten. Hatte dann allerdings auch Probleme mit dem Stecker wieder hier, dass ich den erst nicht verriegeln konnte. Mit ein bisschen rumfrickeln und rumprobieren habe ich es dann geschafft. Und jetzt lädt er hier mit einer wirklich guten Geschwindigkeit. Über 70 Kilowatt Ladeleistung hatten wir lange Zeit. Die ist jetzt etwas runtergefallen, weil der Akku schon recht voll ist. Man sieht, hier steht nebenan ein Taycan und lädt.
Insgesamt gibt es hier 4 Ladeplätze. Hier stand auch ein Taycan. Der 4. Ladeplatz ist jetzt hier schon seit über einer halben Stunde blockiert durch ein Fahrzeug, was dort steht mit offener Klappe. Ich nehme an, dass der Fahrer überhaupt nicht sich dessen bewusst ist, dass es hier Elektroladestationen gibt. Die sind auch nicht so leicht erkennbar, finde ich. Mit diesem großen Aralschild dran wäre ich jetzt auch nicht unbedingt aus der Entfernung drauf gekommen, dass es sich um Elektroladestationen handelt. Der Fahrer hat das wohl auch nicht bemerkt und mal schön die eine Station zugeparkt. Seit, wie gesagt, über einer halben Stunde. Und deswegen ist der 4. Platz blockiert. Ja, wir werden jetzt hier so auf 75–80% hochladen und uns dann auf den restlichen Weg nach Münster machen. Nun sind wir zurück in Münster. Einen weiteren Ladestopp haben wir noch gemacht auf dem Rückweg. Dieses Mal hat sogar meine Maingau-Karte funktioniert, die ja an den anderen Ladestationen nicht funktioniert hatte. Der Ladestopp verlief insgesamt problemlos. Und bevor ich jetzt gleich zum Gesamtfazit unseres ersten Langstreckentrips komme, fasse ich die Zahlen, Daten und Fakten kurz zusammen. Hier ist eine Übersicht des Hinweges. Bewusst haben wir ja einen kleinen Umweg über Bad Honnef gefahren. Es war sehr warmes Wetter, zweimal unterwegs haben wir geladen und wir sind dann mit 65% Ladestand in Freiburg angekommen. Wie gesagt, wir wussten, dass das mit dem Laden vor Ort in Freiburg etwas schwierig werden könnte, deswegen hatten wir nochmal nachgeladen. Der Durchschnittsverbrauch war sehr niedrig, bei 17,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das lag in erster Linie an den geringen Geschwindigkeiten, nur 90 km/h im Schnitt sind wir gefahren. Daher auch die lange Fahrzeit von 6 Stunden 20. Mit Pausen haben wir sogar 9 Stunden gebraucht. Der Rückweg war anders gelagert. Es war deutlich kälter und wir hatten viel weniger Verkehr auf der Autobahn. Daher waren wir auch deutlich schneller, 104 km/h im Schnitt, und haben mehr verbraucht, 19,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer im Vergleich zu den 17,5 auf dem Hinweg. Eine kürzere Strecke sind wir auch noch gefahren, damit war die reine Fahrzeit um mehr als eine Stunde kürzer. Auch auf dem Rückweg haben wir zweimal nachgeladen für insgesamt 1 Stunde 7. Wir sind dann mit nur noch 8% zu Hause angekommen. Das war so auch okay, da wir unseren e-Niro zu Hause problemlos wieder aufladen können. Insgesamt haben wir auf unserer Reise übrigens 180 Kilowattstunden Strom nachgeladen zu Gesamtkosten von ungefähr 83 Euro. Unterwegs kostet Strom natürlich mehr als zu Hause. Im Schnitt haben wir 46 Cent pro Kilowattstunde bezahlt. Was haben wir auf unserer ersten echten Langstreckenfahrt mit unserem Elektroauto denn nun gelernt? Ich fange an mit 3 Kleinigkeiten, bevor ich dann zum Gesamtfazit komme. Erste Kleinigkeit. Ladepausen sind für uns, speziell unsere Familie, kein großes Problem. Wir haben auf langen Strecken immer schon Pausen gemacht, auch als wir noch mit einem Diesel mit 900 Kilometer Reichweite unterwegs waren. Das ist für uns also einfach keine große Umstellung, haben wir festgestellt. Wir mögen Pausen. Wir sind keine Durchfahrer. Zweitens. Autobahnfahrten mit unserem Elektroauto sind entspannt. Das liegt einfach an den Fahreigenschaften und an den Assistenzsystemen des e-Niro. Lange Strecken im Opel Safira zu fahren, hat mich wesentlich mehr angestrengt, als lange Strecken im Kia e-Niro zu fahren. Drittens, Faustregeln helfen. In unserem Fall zum Beispiel entsprechen 30% Akkukapazität etwa 100 Kilometer Autobahnreichweite. Wenn man solche Werte im Kopf hat, wird die Planung und Durchführung von langen Fahrten einfacher, ist mein Eindruck. So, nun zum Gesamtfazit. Lange Strecken mit einem Elektroauto sind aus meiner Sicht weder Hexenwerk noch überhaupt kein Problem. Für mich liegt die Wahrheit wie so oft irgendwo in der Mitte dazwischen. Es gibt ja so Horrorberichte von Reisen im E-Auto, wo Familien im Urlaub keine Ladesäule finden und abgeschleppt werden müssen, weil der Akku leer ist. Ja, das kann passieren. Aber nur, wenn man sich mit dem Thema vorher überhaupt nicht beschäftigt hat. Behaupte ich zumindest. Mit ein bisschen Planung und Schlaumachen können auch Langstrecken gut gemeistert werden, auch ohne Expertenwissen. Gleichzeitig steckt für mich dort auch ein Problem der E-Mobilität. So einfach wie mit einem Verbrenner oder einem Tesla
ist es eben nicht mit unserem Fahrzeug. Wir haben auf der Suche nach der nächsten passenden Ladestation dann eben das Smartphone zur Hand nehmen müssen. Und ja, für mich ist das nicht so ein großes Problem, weil ich mich mit dem Thema schon relativ viel beschäftigt habe und mit den Apps vertraut bin. Für mich wäre das okay gewesen, aber ich war die meiste Zeit am Steuer und dann blieb das eben an meiner Frau hängen und die hatte sich mit dem Thema noch nicht so viel beschäftigt und hatte nicht die entsprechenden Apps auf dem Telefon. Und dann ist die Routenplanung unterwegs eben schon kompliziert. Also ich würde mir wünschen, dass man entweder mit dem Navi des Kias die Route planen könnte und auch live anpassen könnte, je nach Verbrauch. Und er einem automatisch immer zur nächsten Ladestation führt, wenn das notwendig ist, so wie das eben ein Tesla macht. Oder es müsste einfach an jeder Raststätte in Deutschland, an den Autobahnen, eine Ladesäule mit mindestens 100 kW Ladeleistung geben. Dann wäre es auch kein Problem, weil dann brauche ich meine Route nicht zu planen. Dann fahre ich einfach raus, wenn der Akku halbwegs leer ist. So macht man das mit dem Verbrenner ja auch. Also ich zumindest habe mit dem Verbrenner nicht die Routen geplant, danach, dass ich überlegt habe, wo wir tanken könnten unterwegs. Denn die nächste Raststätte kommt bestimmt und da kann man immer tanken. Wenn das mit dem E-Auto auch so wäre, hätte man natürlich auch kein Problem. Dann müsste man diese ganze Routenplanungsgeschichte eigentlich gar nicht großartig machen. Daher finde ich, dass das Nachladen eines Elektroautos noch zu sehr eine Wissenschaft für sich ist. Auch wenn wir uns das mit den Ladekarten anschauen, was ist der beste Tarif, dann wird die Karte nicht angenommen an der Säule. Das ist schon noch, finde ich, ein bisschen ein Ärgernis. Das müsste noch deutlich einfacher werden, wenn es massentauglich sein soll. Tesla ist hier natürlich die löbliche Ausnahme und Vorbild zugleich. Dort, wie gesagt, mit dem Navi navigiert man einfach zur nächsten passenden Ladesäule und dann steckt man den Stecker rein ins Auto und der Rest funktioniert von selbst. Das wäre toll, wenn das auch mit unserem Kia so funktionieren würde. Tut es aber nicht. Dennoch, insgesamt hat unsere erste weite Fahrt mit dem Elektroauto Spaß gemacht und ich freue mich auf weitere Trips. Abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr am Ball bleiben wollt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Jetzt kommen übrigens noch ein paar Bilder aus Freiburg und dem Schwarzwald im Abspann.